Hallo, Hallöchen, ihr Bürohengste. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Wait, Stanley thought to himself. Am I sure that the orders stopped coming in? How is that possible? They never stopped. Surely I was mistaken. Gehen wir nochmal zurück. No, the orders were still missing. For now. Ach, sie reagiert sogar darauf, wenn ich wieder zurückgehe. Ich bleib einfach But hier. Stanley simply couldn't handle the pressure. What if he had to make a decision? What if a crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained for that. No. This couldn't go anywhere except badly. The thing to do now, Stanley thought to himself, is to wait. Nothing will hurt me. Nothing will break me. In here I can be happy forever. I will be happy. Stanley waited. Hours passed, then days. Had years gone by? He no longer had the ability to tell. But the one thing he knew for sure, beyond any doubt, was that if he waited long enough, the answers would come. Eventually, someday, they would arrive. Soon, very soon now, this will end. He will be spoken to. He will be told what to do. Now it's just a little bit closer. Now it's even closer. Here it comes. Was jetzt? Oh, okay. Das war auch noch Ende vom Spiel. Alter, wie viele Enden dieses Spiel hat. Okay. Ab geht's. Stanley knew the office layout like the back of his hand. It was only a matter of time before he found the others, wherever they were. Die Screens Just a verändern matter of sich auch hier. time. Es werden immer mehr. Und die sehen auch jetzt anders aus. Das ist echt ein bisschen creepy, das Spiel. Okay, guck mal, wir gehen jetzt mal der Stimme nach, um zu gucken, ob wir durchspielen können. So. Ich habe gerade echt ein bisschen Gänsehaut. Guck mal. Never the end is never the... Okay, das ist gruselig. Oh, awaiting input. Oh, nice. Das ist ja bald noch ein bisschen voll. Das heißt, wenn wir genug Computer finden... Mach das aus! Krieg ich Gänsehaut von diesem Screen. Das ist gruselig. Auch wenn man weiß, es kann eigentlich hier nichts passieren. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Okay, machen wir das jetzt mal. Wir gehen nicht nach unten, weil dann drehen wir am Rad, haben wir festgestellt. Dann drehen wir durch und gehen raus. Komisch, werden wir verrückt und sterben anscheinend. Yet there was not a single person here either. Don't get Feeling fired. a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Okay, tun wir das jetzt. Ah, hier können wir nochmal rein. Oh no, not again. I won't be part of this. I'm not going to encourage you. I'm not going to say anything at all. I'm just going to be patient and wait for you to finish whatever it is you enjoy doing so much in this room. Please take your time. Das ist so geil, wie das Spiel darauf reagiert. Ich habe mich noch nie von so einem Spiel so angesprochen gefühlt wie jetzt gerade. Oh no. Der Sprecher hat mich so ein bisschen an diesen einen Typen von Top Gear. Alles klar, ich sage wirklich nichts. Komm, bitte ein Kommentar. Ich will jetzt einen Kommentar hören. Okay, wir gehen nach oben. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Okay. Hoffentlich drehen wir hier nicht wieder durch. Oh, nice hier. Oh. Was muss ich jetzt machen? Executive Bathroom. Das sind immer die geilsten. Warum ist es so hell draußen? Okay, ich kann nur hier lang... Alter. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number. 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Klar, ich kann natürlich die Nummer nicht wissen, die mir die Heimstimme gerade im Kopf gesagt hat, wie krank das einfach ist. Ja. Alles klar. Fuck, ich will immer vergessen. Stanley just sat around twiddling his thumbs.
Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. Nick. Stanley simply began entering random codes into the keypad, knowing full well the sheer statistical unlikelihood that this would 2845. 2845? Ja, bist du dir sicher? Was hat man noch nicht für geil Codes? 000 ist immer geil. Komm schon, sag mal was. Forgot, but it turns out that the panel's emergency override kicked in, and the door just opened all by itself. And Stanley got the hell along with the story. Well, whoop-de-doo. Was für ein Arsch hat er sich jetzt echt... Okay. 2845. So, komm, mach auf. Ist hier schon offen? Wo denn? Wo? Ach, da! Ach, die ist gerade schon von unten aufgegangen, ne? Was für... LOL. Der ganze Kamin ist einfach mal fake gewesen. Okay, wer hat, der kann. Das ist echt ein bisschen gruselig. Kann ich da runterfallen? Nee, kann ich nicht. Okay. Wo bin ich denn jetzt? Ich bin hinterm Generator. Okay. Oh, jetzt fahren wir nach unten. Nach unten ist nie gut. Oh, hab ich mich erschrocken. Leck mich am Arsch. Das ist echt ein bisschen gruselig. Ich meine, es passiert eigentlich nichts, aber es ist so gruselig, so allein zu sein. Aber das Spiel ist geil. Spaßig, aber... Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Okay. Das ist echt gruselig jetzt. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Oder wir escapen. Kommt, Kinders. Fuck it. Ich will raus hier. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Okay. Ist das wirklich so? Sagt er noch was? Ja, okay, komm. Ich habe keinen Bock zu sterben. Alles klar, wenn die Stimme... Nee. Ich versetze mich gerade so ein bisschen echt in den Charakter hinein, dass echt ein bisschen gruselig ist. Alles klar. But of course, Stanley thought better of it and realized he simply had too much to live for. Ja, sehr gut. Das habe ich mir gerade auch gedacht. Oh Gott. Eine Lampe. The lights rose on an enormous room packed with television screens. Alter. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Oh, guck mal da. Did he have the strength to find out? Erinnert mich so ein bisschen an Portal, der Stil hier. Kameras. Kann ich nichts lesen oder sonst irgendwas machen? Okay. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Oh ja, ich bin frei, Bitches. Das sollten wir heute machen. Okay. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Wo bin ich denn? Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Okay, ich kann mich gerade jetzt nicht so schnell finden. So, einmal aufwärts. No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible?
Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, or sad, or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Ah, das kann ich hier machen. Kann ich es anschalten oder wie? Was kann ich hier für Gefühle machen? Was muss ich jetzt machen? Was ist, wenn ich hier unten reingehe? Der sagt mir überhaupt nicht. Oder kann ich irgendwas drücken? 3. Ja, die 3. Moment mal. Wenn es eine 3 geht, gibt es sicherlich irgendwo auch eine 1. Da ist eine 1. 2. Ah, komm, beeil dich mal, Jung. Sprinten kann man übrigens nicht. 3. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt, was ich gerade tue. Gibt es eine 4? Da hinten ist noch eine Zahl. Kann ich hier durch? 1. Da ist eine 5. Wo ist dann die 4? Das sind überall diesen Schaltschränken sind die Zahlen, ne? Alter, wie viele Emissionen die hier auch haben. Das ist ja echt krass. Also wir wurden in der Fabrik quasi Gehirn gewaschen, um uns immer so zu fühlen, wie die Leute das lustig fanden gerade. Eins, zwei, wo sind die fucking 4? Ach, da oben. Well played. Ah, ich liebe das Spiel jetzt schon. Das hat so eine ganz eigene Atmosphäre. Das ist so ein Spiel, wisst ihr, das kann man mit keinem anderen vergleichen. Es gibt immer nur das Stanley Parable, es gibt kein Stanley Parable. 4, alles klar. Das ist halt einfach so eine richtige Perle. Auch wenn es natürlich echt berühmt ist. Ich glaube, fast jeder kennt nur das Stanley Parable. 5. Tja, ich bin ein wenig unterwältigt, muss ich zugeben. Jetzt sehe ich mal da unten rein. Hier geht ja gar nichts. Hier sind so viele Knöpfe. Aber hier passiert überhaupt nichts. Und trotzdem bin ich fasziniert davon. Oh yeah. Lasst uns Musik machen. Jetzt spielen wahrscheinlich gerade das ganze System verrückt. Okay, gehen wir einfach mal weiter. Anscheinend gibt es hier nicht so besonders viel zu tun. Hallihallo. Mind controls idle awaiting input. Moment mal, das sind doch die ganzen Controls, die wir bekommen haben, oder nicht? System Power. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Ne, ich will's anschalten. Oh, Stanley, you didn't just activate the controls, did you? After they kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of the machine for yourself. Is that what you wanted? Control? Oh, Stanley, I applaud your effort, I really do. But you need to understand, there's only so much that machine can do. You were supposed to let it go, turn the controls off, and leave. If you want to throw my story off track, you're going to have to do much better than that. I'm afraid you don't have nearly the power you think you do. For example, and I believe you'll find this pertinent, Stanley suddenly realized he had just initiated the network's emergency detonation system. What? In the event that this machine is activated without proper DNA identification, nuclear detonators are set to explode, What? eliminating the entire complex. How long until detonation then? Let's say, 2 minutes. Ah, now this is making things a little more fun, isn't it, Stanley? Oh. It's your time to shine. You are the star. It's your story now. Shape it to your heart's desires.
Oh, this is much better than what I had in mind. What a shame we have so little time left to enjoy it. Mere moments until the bomb goes off. But what precious moments each one of them is. More time to talk about you, about me, where we're going, what all this means. I barely know where to start. Was? Ich bin grad mega What's verwirrt. that? You'd like to know where your co-workers are? A moment of solace before you're obliterated? All right, I'm in a good mood. You're gonna die anyway. I'll tell you exactly what happened to them. I erased them. I turned off the machine. I set you free. Of course, that was merely in this instance of the story. Sometimes when I tell it, I simply let you sit there in your office forever, pushing buttons endlessly and then dying alone. Other times, I let the office sink into the ground, swallowing everyone inside, or I let it burn to a crisp. I have to say this, though, this version of events has been rather amusing. Watching you try to make sense of everything and take back the control wrested away from you, it's quite rich. I almost hate to see it go. But I'm sure whatever I come up with on the next go-around will be even better. My goodness, only 34 seconds left. But I'm enjoying this so much. You know what? To hell with it. I'm going to put some extra time on the clock. Why not? Okay. These are precious additional seconds, Stanley. Time doesn't grow on trees. Oh dear me, what's the matter, Stanley? Is it that you have no idea where you're going or what you're supposed to be doing right now? 0521, Or hier did you steht just überall Nummern. assume when you saw that timer that something in this room was capable of turning it off? I mean, look at you. Running from button to button, screen to screen, clicking on every little thing in this room. Yeah. These numbered buttons, no, these colored ones. Or maybe this big red button, or this door. Everything, anything, something here will save me. Why would you think that, Stanley? That this video game can be beaten? Won? Solved? Do you have any idea what your purpose in this place is? Stanley, Komisch, der Typ. you're in for quite a disappointment. But here's a spoiler for you. That timer isn't a catalyst to keep the action moving along. It's just seconds ticking away to your death. You're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for every moment that you're powerless. To see you made humble. This is not a challenge. It's a tragedy. You wanted to control this world, that's fine. But I'm going to destroy it first, so you can't. Man kann gar nicht so viel sagen. Take a look at the clock, Stanley. Das hat aber eine That's Schnauze. 30 seconds you have left to struggle. 30 seconds until a big boom and then nothing. No ending here, just you being blown to pieces. Will you cling desperately to your Wir friend? werden hart bleiben. Or will you let it go peacefully? Another choice. Make it count. Or don't. It's all the same to me. All a part of the joke. And believe me, I 4, will be 2, laughing at every alles second klar. of your inevitable life. Ist mir from the scheißegal, moment ich kenne we den fade Code. in 4, until the 2, moment I irgendwas. say, happily ever up. Okay, das ist krass. Das Spiel ist absolut abgefuckt. Wie, das schmeißt jetzt wieder ganz am Anfang raus. Komm ich jetzt wieder ganz am Anfang raus? Das wäre ja Bullshit. Wir kommen echt am Anfang raus. Puh. Alles klar, ich würde sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Ich denke, mal sehen, wie das weitergeht. Ich denke, ich werde vorspringen bis zu dem Punkt, wo wir gerade waren. Ansonsten mal gucken. Wir werden den Pfad mal weitergehen. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal rein. Tschüss.